Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und heute geht es um einen extrem spannenden Fall, wie ich finde, aus unserer PMCF-Dokumentation, also unserem Post-Market Clinical Follow-up, unserer Studie, die wir seit 2019 durchführen. Und ja, diese Dokumentation ist eben deshalb interessant, weil sie aus mehreren fachlichen Gründen beleuchtet werden kann. Zum einen, weil es eine postoperative Radialislähmung nach einer Schulter-TEP, also nach einer Totalendoprothese links ist. Und zum anderen, weil wir in diesem Fall nicht nur eine subjektive Verbesserung der Beschwerden sehen, sondern auch eine objektive Veränderung der motorischen Nervenleitgeschwindigkeit. Und genau diese Kombination macht den Fall, finde ich, so interessant und auch so relevant. Denn wenn wir über Mikrostrom, elektrische Stimulation und Regeneration sprechen, dann bewegen wir uns oft in einem, ja, sagen wir mal, Spannungsfeld zwischen der klinischen Erfahrung, die wir jetzt seit über 25 Jahren natürlich haben in diesem Bereich, der biologischen Plausibilität und natürlich auch immer der wissenschaftlichen Evidenz. Dieser Fall gibt uns die Möglichkeit, genau diese drei Ebenen einmal zusammenzubringen. Gleich vorab, natürlich für eine saubere Einordnung, wie immer. Es geht hier darum, was ich heute vorstelle, ist ein dokumentierter Einzelfall aus einer multimodalen Behandlungslogik bzw. einem multimodalen Behandlungskonzept. Es geht hier also nicht um irgendwelche Heilungsversprechen etc. Also das Ganze erst einmal nur zur Einordnung. Es geht hier vielmehr eigentlich um einen klinischen, sehr auffälligen Verlauf, der eben vor dem Hintergrund der vorhandenen Literatur zur Nervenregeneration durch Mikrostrom und andere, nennen wir sie mal niedrig dosierte elektrische Stimulation, besonders spannend ist. Wir schauen uns heute also drei Dinge an. Erstens natürlich den konkreten Fall. Zweitens, was wir wissenschaftlich über elektrische Stimulation und Nervenregeneration wissen. Und drittens, was man aus diesem Fall tatsächlich seriös ableiten kann. Beginnen wir erstmal mit dem Fall selbst. Es handelt sich um einen männlichen Patienten. In der Dokumentation befanden wir uns bereits in einer Folgesitzung, also genauer gesagt, es ist die 13. Sitzung mit der medizinischen Mikrostromtherapie und LED-Lichttherapie gewesen. Der Fall war in der Indikationstaxonomie als postoperativ bzw. posttraumatisch eingeordnet worden durch die entsprechende Anwendung. Die Beschwerdekategorie wurde als akut angegeben. Das sind so verschiedene Felder, die eben im Rahmen unserer medizinischen Studie, die wir da durchführen, unserer PMCF-Studie angegeben werden müssen. Die Diagnose lautete konkret radiales Lähmung nach Schulter-TEP links. Zur Behandlung kamen hier der Luxamed HD 2000 Plus sowie natürlich die LED-Lichttherapie. Und zusätzlich wurde hier auch ein multimodales Vorgehen beschrieben. Also nicht nur der einzelne therapeutische Impuls, sondern mehrere begleitende Maßnahmen. Zu diesen Begleitmaßnahmen gehörten Akupunktur, die Gabe von B-Vitamin sowie entsprechende Physiotherapie. Auch das ist natürlich wichtig zu wissen. Denn gerade wenn wir uns die spätere Interpretation des Verlaufs anschauen, muss man natürlich sauber benennen, dass wir hier in einem kombinierten Vorgehen das Ganze einordnen müssen. Im Formular wurden die Beschwerden auf der klassischen Skala, der visuellen Analogskala von 10 bis 1 mit 10, also vor der Behandlung mit 10 und nach der Behandlung bzw. der Behandlungsserie mit 1 dokumentiert. Also das ist durchaus, was die subjektive Einordnung betrifft, wirklich sehr, sehr spannend. Darüber hinaus wurde festgehalten, dass sich die Lähmung fast vollständig zurückgebildet habe. Besonders bemerkenswert ist aber bei diesem Fall noch ein weiterer Punkt. Es liegt nämlich ein objektiver neurophysiologischer Verlaufsparameter vor, nämlich die motorische Nervenleitgeschwindigkeit. Die Dokumentation nennt hierfür, wenn wir im November 2025 zurückgehen, einen Wert von 23,2 Metern pro Sekunde und aktuell einen Wert von 38,2 Metern pro Sekunde. Zusätzlich wurde aus dem klinischen Umfeld zurückgemeldet, dass so auch sogar die behandelnde Neurologin von der Geschwindigkeit der Erholung sehr überrascht gewesen sei. Also das ist auch nochmal interessant sicherlich. Schon an dieser Stelle lässt sich eigentlich sagen, die Geschichte dieses Falls ist
nicht nur eine Geschichte über die eben Symptomveränderung, es ist eine Geschichte über mögliche funktionelle Nervenregeneration im Verlauf und darüber, wie wertvoll objektive Verlaufsdaten gerade in so einer PMCF-Studie eigentlich sind, beziehungsweise auch sein können natürlich für die Zukunft. Damit wir aber die Tragweite dieses Falls auch richtig einordnen können, müssen wir natürlich mal kurz klären, was eine Radialislähmung klinisch überhaupt bedeutet. Da gehen wir jetzt mal direkt drauf ein, denn der Radialisnerv oder Nervus radialis ist zentral für die Streckfunktion von Arm, Handgelenk und Fingern. Je nach Höhe und Ausmaß der Schädigung kann eine Radialislähmung zu deutlichen funktionellen Einschränkungen führen, was natürlich auch logischerweise in dem Alltag bei dem Patienten für arge Probleme sorgt. Typisch sind Schwäche oder Ausfall der Hand- und Fingerstreckung, Probleme beim Greifen oder auch Loslassen und im Alltag also, wie gesagt, oft eine erhebliche Beeinträchtigung der generellen Handfunktion. Gerade nach einer Schulteroperation ist ein solcher Verlauf für Betroffene oft belastend, nicht nur wegen der funktionellen Einschränkung selbst, sondern auch wegen der Unsicherheit, wie schnell und wie vollständig sich eigentlich so ein Nerv wieder wiederholt. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Periphere Nerven können sich regenerieren, aber diese Regeneration ist oft langsam, also schleppend. Sie ist abhängig von sehr vielen Faktoren, zum Beispiel vom Ausmaß der Läsion natürlich, vom Operationskontext, vom zeitlichen Verlauf, von Begleittherapien und natürlich von der Qualität der Reinnervation des Nervs. Deshalb ist auch wieder hier jeder saubere dokumentierte Verlauf einfach bedeutsam, weil der natürlich Rückschlüsse liefert. Besonders dann, wenn eben die subjektive Angabe nicht isoliert stehen sollen, sondern durch klinische Beobachtung und objektive Messung ergänzt werden. Die motorische Nervenleitgeschwindigkeit ist dabei zwar nicht der einzige relevante Parameter, aber sie ist ein absolut wichtiger Baustein. Vereinfacht gesagt beschreibt sie, wie schnell im Prinzip motorische Signale entlang des Nervs weitergeleitet werden. Wenn sich ein solcher Wert im Verlauf verbessert, kann das auf eine funktionelle Erholung des Nervs hindeuten, wenn man so möchte. Zum Beispiel im Zusammenhang mit günstiger verlaufender Regeneration und einer Remyelisierung eben auch des Nervs. Gleichzeitig gilt auch hier, eine Nervenleitmessung ersetzt niemals eine klinische Gesamtbeurteilung, sondern sie ist eben eine Ergänzung dazu. Und genau diese Kombination, subjektive Beschwerden, klinische Funktion und objektive Messung, ist es eben, die diesen Fall wissenschaftlich so interessant macht. Bevor wir jetzt die Brücke zur Forschung schlagen, müssen wir einen wichtigen begrifflichen Unterschied sauber benennen, wenn wir so wollen. Wenn wir über Mikrostrom und elektrische Stimulation sprechen, dann meint die Literatur oftmals nicht immer exakt dasselbe. Da darf man durchaus ein bisschen differenzieren. Unter dem Oberbegriff der elektrischen Stimulation finden sich halt ganz, ganz viele Ansätze. Klassische Elektrotherapie, perioperative Stimulationsprotokolle oder direkt rund um die chirurgische Versorgung eines Nervs herum. Dazu gehören pulsatile elektrische Reize, dazu gehören kontinuierliche Mikrostromanwendungen im Mikroampere-Bereich und so weiter. Und genau hier müssen wir halt differenzieren, denn die Mikrostromtherapie ist qua ihrer Bezeichnung eine Anwendung von Strömen im Millionstel Ampere-Bereich. Mittlerweile gibt es sogar implantierbare drahtlose Geräte, wo in der Forschung viel im Bereich der Parkinson-Forschung gerade geforscht wird, und da ist es sicherlich auch ein sehr, sehr interessanter Ansatzpunkt. Also Mikrostrom im engeren Sinne bewegt sich typischerweise im sehr niedrigen Strombereich, also Mikroampere-Bereich, wie bereits erwähnt. Und ja, solche Ströme sind häufig einfach entweder kaum oder gar nicht spürbar für die Patienten. Das unterscheidet die Mikrostromtherapie aber deutlich von eben den stärkeren sensorischen oder motorischen Elektrostimulationen. Für die klinische Kommunikation ist das wichtig, denn nicht jedes elektrische Signal ist automatisch gleichzusetzen. Das ist ja auch für die Patienten durchaus ein wichtiger Aspekt. Und natürlich nicht jedes Gerät arbeitet mit denselben Parametern. Und beim Thema Gerät, wiederum auch hier wichtig, habe ich in anderen Podcast-Episoden bereits erwähnt. Es ist eine medizinische Anwendung. Es muss also ein entsprechend medizinisch zugelassenes Mikrostromgerät sein, dies in diesen Bereichen einsetzen zu dürfen. Das ist nicht nur eine Frage der Zulassung, sondern das ist auch eine Frage der Sicherheit und vor allem der Patientensicherheit am Ende des Tages. Warum ist diese Differenzierung am Ende wichtig? Weil
weil die aktuell stärkste Evidenz beim Menschen häufig aus Studien zu kurzen perioperativen Stimulationsfenstern stammt, also aus Settings, in denen unmittelbar nach einer Nervenrekonstruktion für eine definierte Zeit elektrisch stimuliert wurde. Für die kontinuierliche Mikrostromanwendung über längere Zeiträume gibt es ebenfalls vielversprechende Daten, aber diese stammen bislang stärker aus den präklinischen Modellen als aus großen standardisierten Humanstudien. Das ist ja auch ein Punkt, was immer wieder diskutiert wird. Was ist mit Studien? Wir haben jetzt in diesem Jahr, werden wir eine neue Studie mit dem HD 2000 Plus starten, haben ja eine abgeschlossen bereits bei Patienten mit multimodalen Schmerzsyndromen, und da wird sicherlich noch einiges kommen, aber es gibt auch gute international publizierte Studien zu diesem Bereich. Und wer natürlich seriös kommunizieren möchte, muss genau diese Unterschiede offen benennen. Das ist natürlich ganz klar. Denn nur so lässt sich auch ein Einzelfall in einen Evidenzrahmen einsortieren. Das muss man natürlich auch ganz klar sehen. So, damit kommen wir jetzt aber auch erstmal zur biologischen Plausibilität. Denn warum sollte niedrige elektrische Stimulation, und dazu zählen je nach Protokoll eben die Mikrostromtherapie, überhaupt einen Einfluss haben auf die Nervenregeneration? Mehrere Arbeiten beschreiben, dass eben elektrische Stimulation regenerative Programme in Nervenzellen aktivieren können. Dazu gehören unter anderem ein Anstieg vom zyklischen AMP, also einem wichtigen intrazellulären Botenstoff. Außerdem werden sogenannte regenerationsassoziierte Gene stärker aktiviert. Und hinzu kommt eine erhöhte Expression neurotropher Faktoren, wie beispielsweise eine Beeinflussung der zytoskeletalen Proteine. In verständlicher Sprache heißt das, der verletzte Nerv wird eher in einen Zustand versetzt, der Wachstum, axonale Auslenkung und Reparatur einfach begünstigt. Also die Mikrostromtherapie schafft somit den entsprechenden Rahmen für den Heilungsprozess oder Regenerationsprozess, um es mal so zu sagen. Gleichzeitig gibt es auch Hinweise, dass eben elektrische Stimulationen Prozesse unterstützen können, die für die Remyelisierung wichtig ist, was natürlich gerade auch für die Nervenregeneration extrem spannend ist. Auch das ist klinisch relevant, logischerweise. Die Nervenfunktion hängt nicht nur davon ab, dass Axone wieder auswachsen, sondern auch davon, dass die Reizleitung entlang des regenerierenden Nervs wieder günstiger organisiert wird. Ein weiterer zentraler Punkt sind die Schwanzzellen. Schwanzzellen sind für die Regeneration peripherer Nerven verantwortlich oder beziehungsweise von extrem großer Bedeutung. Sie strukturieren das Regenerationsmilieu, wenn man so möchte, unterstützen das auswachsende Axone und unterstützen das auswachsende Axone und sind eng mit der Reinnervation und Remyelisierung verbunden für die Nerven. Bei tierexperimentellen Arbeiten wurde gezeigt, dass ein kontinuierlicher Mikrostrom die Proliferation von Schwanzzellen aufrechterhalten, die Freisetzung neurotropher Faktoren steigern und damit das lokale Regenerationsmilieu verbessern können. Gerade bei längeren Defektstrecken oder sagen wir mal ungünstigeren Regenerationsbedingungen ist das konzeptionell tatsächlich interessant. Zusätzlich gibt es Hinweise auf antiinflammatorische und neuroprotektive Effekte. Ich meine, gerade das Thema antiinflammatorisch und Mikrostrom kann man ja durchaus in einem Satz sagen, denn da gibt es ja auch andere Untersuchungen. McMakin et al. Hat ja ganz gute Sachen gemacht zu den proinflammatorischen Zytokinen und auch zum Einsatz der LED-Lichttherapie haben wir selber mit dem Fraunhofer Institut hier tatsächlich sehr gute Effekte sehen können, eben auch was die Interleukine betrifft. In anderen neurologischen Tiermodellen wurde unter peripherer Mikrostromstimulation eine Reduktion von Neuroinflammation, oxidativem Stress und einer Apoptose beschrieben. Außerdem wurden die Signalwege wie MAPK und TLF4 moduliert und eben angonide Faktoren dazu erhöht. Ganz wichtig dabei, diese Befunde stammen nicht 1:1 aus identischen Modellen wie postoperative periphere Nervenläsionen. Sie sind halt damit eben natürlich mal keine direkte Wirksamkeitsbestätigung für unseren klinischen Fall, aber sie erweitern die biologische Plausibilität. Und genau das ist für die wissenschaftliche Einordnung am Ende entscheidend. Schauen wir nun auf die Evidenzlage mal insgesamt. Wenn man die Literatur zu elektrischer Stimulation und Nervenregeneration überblickt, ergibt sich eigentlich ein recht klares Bild. Die präklinischen Daten sind insgesamt sehr stark und konsistent.
Die klinischen Daten beim Menschen sind vielversprechend, aber sagen wir mal deutlich heterogener. Oft zitierte Meta-Analysen oder eine oft zitierte Meta-Analyse von 21 tierexperimentellen Studien zeigte, dass die interoperative bzw. perioperative elektrische Stimulation im Vergleich zur alleinigen Rekonstruktion Vorteile bei mehreren relevanten Endpunkten bringen kann. Dazu gehörten bessere motorische Funktion, günstigere sensorische Schwellen, eine höhere Axonzahl und eine größere Myelindicke. Das ist deshalb interessant, weil wir hier nicht nur von einem einzelnen Parameter profitieren, sondern mehrere strukturelle und funktionelle Ebenen gleichzeitig ansprechen. Hinzu kommen zahlreiche experimentelle Arbeiten und Reviews, die beschreiben, dass kurze Stimulationsprotokolle häufig im Bereich von etwa 20 Hertz für 10 bis 60 Minuten axonales Wachstum und funktionelle Erholung beschleunigen können. Vielleicht ganz kurz zu den Studien. Die Quellen finden Sie alle bei uns auf unserer Internetseite www.luxamed.de beziehungsweise über den Link hier in den Shownotes. Da ist das Ganze nochmal ein bisschen aufbereitet und da sind natürlich auch alle Quellen zu den Studien enthalten. Besonders im perioperativen Kontext scheint dieser Effekt eben gut biologisch nachvollziehbar zu sein. Es gibt zudem klinische Hinweise bei Menschen, dass solche kurzen Stimulationsfenster um die chirurgische Versorgung die Reinnervation von den Nerven entsprechend fördern können. An genau dieser Stelle ist es aber wichtig, denn die Formulierung sollte nicht lauten, dass jede Form von Elektrostimulation in jeder Situation gesichert wirksam sei. Das ist natürlich wichtig. Die Formulierung sollte eher lauten, dass es für bestimmte Protokolle und Kontexte positive Hinweise gibt und dass die Translation in die klinische Routine weiter präzisiert werden muss, um es mal ein bisschen fachchinesischer auszudrücken. Für die Mikrostromtherapie sind besonders die Arbeiten interessant, die kontinuierliche, sehr niedrig dosierte Stimulation untersucht haben. Da kann ich auch nochmal Cheng et al., was die ATP-Geschichten betrifft und so weiter natürlich mit anführen. In einem Langstreckenmodell des Ischiasnerv zum Beispiel an einer Ratte führte eine kontinuierliche Mikrostromanwendung von 100 Mikroampere über 10 Tage unter anderem zur Verbesserung im Gangbild, in der Nervenleitung, in der sensorischen und motorischen Regeneration sowie zu weniger Muskelatrophie. Also durchaus interessant, hier eben im Tiermodell mit Mikrostrom gemessen. Solche Daten sind am Ende deshalb spannend, weil sie zeigen, dass nicht nur kurze Reize direkt am OP-Zeitpunkt, sondern möglicherweise auch längere, andauernde, niedriger dosierte Stimulationsformen einfach regenerative Prozesse unterstützen können. Gleichzeitig muss man auch hier wieder sagen, das sind in erster Linie präklinische Daten. Die optimale Dosis, die optimale Dauer, das optimale Timing und die Standardisierung solcher eben genannten Protokolle beim Menschen sind einfach noch nicht abschließend geklärt. Aber für die Mikrostromtherapie in ihrer Praxis schon seit vielen Jahren einsetzen, ist es sicherlich durchaus nachvollziehbar, warum das Ganze hier einfach auch funktioniert. So, gehen wir aber mal zu unserem Fall zurück. Wie lässt sich dieser Verlauf nun von dem Hintergrund der Literatur eigentlich so richtig einordnen? Zunächst einmal fällt auf, dass mehrere Ebenen zusammenkommen. Wir sehen eine dokumentierte, unmittelbare Reduktion der Beschwerden in den entsprechenden Sitzungen von 10/1, und der war es gemessen. Wir sehen darüber hinaus im Verlauf eine fast vollständige Rückbildung der Lähmung und wir sehen zusätzlich eine objektive Veränderung der motorischen Nervenleitgeschwindigkeit von 23,2 Metern pro Sekunde auf 38,2 Meter pro Sekunde. Das macht den Fall eben hier relevant. Denn viele Einzelfälle beruhen ausschließlich auf subjektiver Symptomwahrnehmung. Hier haben wir etwas mehr als das sozusagen. Wir haben eine klinische Funktionsaussage, wir haben einen objektiven neurophysiologischen Parameter und wir haben eine fachlich nachvollziehbare biologische Hypothese, warum die Mikrostromtherapie regenerative Prozesse unterstützt. Genau deshalb ist dieser Fall nicht nur kommunikativ interessant, sondern auch eben für unsere PMCF-Studie fachlich wertvoll. Und wir liegen jetzt hier, glaube ich, bei rund 2000, bei knapp 3000, über 2900, knapp 3000 Patientenberichten im Zusammenhang mit der Mikrostrom- und LED-Lichttherapie. Und trotzdem muss die folgende Aussage jetzt eigentlich mit derselben Klarheit erfolgen, denn dieser Fall beweist nicht, dass Mikrostrom alleine die Ursache der Regeneration war,
Warum nicht? Weil der Verlauf multimodal war. Zur Behandlung gehörten nicht nur das HD 2000 Plus Mikrostromtherapiesystem und die LED-Lichttherapie, sondern zusätzlich auch Akupunktur, B-Vitamine und eine entsprechende Physiotherapie. Das ist therapeutisch absolut nachvollziehbar. Aber wissenschaftlich bedeutet es, wir können die beobachtete Entwicklung nicht monokausal einem einzelnen Faktor zuschreiben. Das ist ja auch logisch, weil wir hier natürlich auch nur von einer Einzelfallbetrachtung sprechen. Hinzu kommt, dass periphere Nerven abhängig von Läsionsart und Ausgangslage auch eine zeitabhängige spontane oder teilspontane Erholung zeigen können. Auch das ist in der Literatur natürlich zu finden. Außerdem kennen wir aus den kompakten Fallbeschreibungen nicht alle Details, also aus dieser kompakten Fallbeschreibung, die für eine, sagen wir mal, strengere Kausalitätsbewertung wichtig wären. Zum Beispiel die exakte Läsionsform, die vollständige elektrophysiologische Verlaufskurve, den genauen zeitlichen Abstand zur Operation, das Ausmaß der initialen Schädigung oder Vergleichsdaten zu ähnlichen Fällen oder eben und natürlich auch die Vergleich ohne entsprechende Begleitbehandlung. Also das Ganze gehört in den gehört dazu, um einfach wissenschaftlich natürlich hier ehrlich zu sein. Und genau hier liegt paradoxerweise die Stärke dieses Falls, ja, wenn man sich das mal vor Augen führt. Denn wenn man diese Grenzen offen ausspricht, bleibt trotzdem ein klarer Kern bestehen. Wir sehen einen klinischen, auffälligen, multimodalen Verlauf mit dokumentierter subjektiver Besserung, nahezu vollständiger Rückbildung und objektiv verbesserter motorischer Nervenleitgeschwindigkeit. Das ist kein Beweis, aber es ist ein ernstzunehmendes Signal. Ein besonders interessanter Aspekt ist in dem Zusammenhang die Rückmeldung der Neurologin, die die Geschwindigkeit der Erholung als sehr ungewöhnlich eingeschätzt hat. Solche Aussagen sind nicht mit harten Endpunkten gleichzusetzen, das ist klar. Sie sind keine randomisierte Evidenz und sie ersetzen auch keine strukturierte Studienmethodik, aber sie sind in der klinischen Realität dennoch relevant. Warum? Weil erfahrene Behandler und Behandlerinnen häufig sehr genau einschätzen können, ob ein Verlauf im Erwartungskorridor liegt oder eben ob er davon abweicht. Wenn eine solche Einschätzung dann zusätzlich mit objektiven Messdaten zusammenfällt, gewinnt der Verlauf natürlich an praktischer Aussagekraft. Nicht als Beweis im strengen Sinne, aber als klinisch plausibel und als dokumentationswürdiger Befund. Und genau dafür ist ja für uns das PMCF auch wichtig. PMCF, also Post-Market Clinical Follow-up, ist nicht dafür da, aus einzelnen Fällen vorschnelle Heilungsschlussfolgerungen abzuleiten. Das PMCF ist dafür da, die reelle Versorgungssituation systematisch zu dokumentieren. Also zu erfassen, welche Verläufe beobachtet werden, welche Muster sich zeigen, welche Parameter sinnvoll messbar sind und wo sich Hinweise ergeben, die später vertieft und untersucht werden sollten. Gerade in Feldern, in denen die klinische Praxis oft schneller ist als die große randomisierte Studienlage, ist ein gutes PMCF einfach von extremem Wert. Vorausgesetzt, sie wird natürlich sauber ausgeführt. Das heißt, wir haben eine saubere, transparente Dokumentation mit klarer Benennung von Begleitmaßnahmen, mit Trennung zwischen Beobachtung und Schlussfolgerung und idealerweise mit objektivierbaren Verlaufsparametern. Und genau deshalb ist dieser Fall kommunikativ hier einfach so gut geeignet. Nicht, weil man ihn überhöhen muss, sondern weil man ihm exemplarisch zeigen kann, wie klinische Praxis, wissenschaftliche Plausibilität und verantwortungsvolle Einordnung einfach zusammengehören. Wenn wir zum Schluss noch einen Blick nach vorne werfen, dann sieht man auch, wohin sich das Forschungsfeld entwickelt. Aktuelle Arbeiten beschäftigen sich zunehmend mit der bioresorbierbaren, drahtlosen und selbstversorgenden Stimulationssystemen. Die Idee dahinter ist klar, nicht nur ein kurzer Reiz direkt im Operationssaal, sondern eine präzise dosierte, länger andauernde Unterstützung der Regeneration, möglichst ohne zusätzliche Belastung durch weitere operative Eingriffe. Auch piezoelektrische oder mechanisch-elektrische Konzepte, spezielle Leitstrukturen und feldinduzierte Mikroströme werden inzwischen intensiv dazu untersucht. Das zeigt, dass die Grundidee längst nicht mehr als ein Nischenschema ist. Im Gegenteil, die kontrollierte elektrische Beeinflussung regenerierender Nerven ist ein aktives und dynamisches Forschungsfeld tatsächlich. Für die Praxis heute
Bedeutet das allerdings nicht, dass bereits alle Fragen beantwortet werden. Im Gegenteil. Gerade für die kontinuierliche Mikrostromanwendung beim Menschen bleiben natürlich zentrale Punkte offen, weil in Bezug auf die Nervenregeneration, welche Dosis optimal, wie lange sollte stimuliert werden, also eingesetzt werden, wann ist der beste Startzeitpunkt, welche Kombination mit Rehabilitation ist sinnvoll und welche Endpunkte sind im Alltag wirklich aussagekräftig. Diese offenen Fragen schmälern nicht den Wert interessanter klinischer Verläufe, aber sie erinnern uns daran, wie wichtig methodische Sauberkeit am Ende bleibt. Und vielleicht noch ganz kurz als Einwurf, wir haben ja in 2010 eine klinische Studie veröffentlicht mit Rockstroh et al., wo es eben darum ging, bei Patienten nach Knietap, da ging es jetzt nicht um Nervenläsionen generell, sondern es ging darum zu schauen, welchen Wert bringt denn die ergänzende Mikrostromtherapie im Vergleich zur nur ganz klassischen Rehabilitationstherapie. Und hier konnten wir statistisch sauber und vor allem statistisch signifikant bei 80 Patienten nachweisen, dass der Einsatz von Mikrostrom gerade im postoperativen Kontext einen sehr großen Mehrwert bringt. Und interessant bei der Studie war vor allem, dass die Patienten im stationär behandelt worden sind, 10 Mal insgesamt, 10 Tage und danach keine Mikrostromtherapie mehr bekommen haben und nach 3 Monaten im Recall wurde klar festgestellt, dass die Therapiegruppe, also nicht die Placebo-Gruppe, sondern die Therapiegruppe nach wie vor statistisch deutlich bessere Endpunkte bzw. bessere Werte liefert als die Beobachtungs- bzw. Placebo-Gruppe. Kommen wir damit zum Fazit dieser Folge. Erstens, eine postoperative Radialis-Lähmung nach Schultertap ist klinisch relevant und funktionell häufig stark belastet. Zweitens, der hier dokumentierte PMCF-Fall ist deshalb besonders interessant, weil mehrere Ebenen zusammenkommen. Eine deutlich subjektive Beschwerdeveränderung, eine nahezu vollständige Rückbildung der Lähmung im Verlauf und eine objektive Verbesserung der motorischen Nervenleitgeschwindigkeit. Drittens, die wissenschaftliche Literatur liefert eine plausible Grundlage dafür, dass Mikrostrom regenerative Prozesse peripherer Nerven unterstützen kann. Besonders gut belegt ist das bislang präklinisch und für bestimmte kurze postoperative Stimulationsprotokolle. Für kontinuierliche Mikrostromanwendung beim Menschen sind die Daten vielversprechend, aber hier muss natürlich noch durchaus Forschungsarbeit weiter betrieben werden. Und viertens, unser konkreter Fall multimodal. Also, das heißt, es ist keine monokausale Zuschreibung. Das bedeutet, wir müssen es immer im Gesamtkontext sehen. Fünftens, gerade deshalb ist dieser Fall für PMCF und für die Weiterentwicklung eben der klinischen bzw. medizinischen Mikrostromtherapie so wertvoll. Denn gute klinische Forschung beginnt oft genau hier bei sauber dokumentierten Verläufen und nicht überhöht, sondern präzise beschrieben und sorgfältig eingeordnet. Ja, vielleicht ist das der wichtigste Gedanke dieser Folge. Fortschritt in der klinischen Praxis entsteht selten durch eine einzige spektakuläre Behauptung. Er entsteht dann, wenn wir auffällige Verläufe ernst nehmen, sie sauber dokumentieren, mit der Literatur abgleichen und daraus einfach bessere Fragen für die nächsten Untersuchungen ableiten können. Dieser Fall ist dafür, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich, dass Sie so lange zugehört haben. Freuen Sie sich auf weitere interessante Episoden, die in der Zukunft kommen werden. Und schauen Sie mal in die sozialen Medien auf Facebook, Instagram oder auch TikTok nach dem Hashtag Luxamed und abonnieren Sie uns gerne. Bis dahin sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.